Hand aufs Herz. Wer von euch würde Südostanatolien besuchen, wenn er Urlaub in der Türkei machen möchte? Die meisten Menschen, mit denen ich über die Türkei spreche, denken dabei eher an Strände der türkischen Mittelmeerküste. Ist der Osten der Türkei also eine Reise wert? Hallo, ich bin Markus und möchte euch gerne Perlen der Osttürkei zeigen, die sich wirklich lohnen zu besuchen. Begleitet mich auf einer Reise durch das alte nördliche Mesopotamien mit den Flüssen Euphrat und Tigris. Viel Spaß beim Zuschauen. Startpunkt war München Flughafen. Von dort sind wir über Istanbul nach Mardin geflogen. Wir kamen nachts am Hotel in der Altstadt von Mardin an. Noch schnell etwas zu Abend gegessen und dann schlafen gehen nach der langen Reise. Uns erwarten 4 spannende Tage in Mardin. Die Stadt Mardin liegt am Rand der mesopotamischen Tiefebene. Ihre Geschichte reicht 7000 Jahre zurück. Sie wurde in dieser Zeit nacheinander von Aramäern, Hethitern, Babylon, Persien, den Römern, Arabern, Kurden, Seldschuken und Osmanen beherrscht. Bis zum 19. Jahrhundert war die Stadt ein Knotenpunkt der Handelsstraßen, die vom Mittelmeer nach Mesopotamien oder vom Schwarzen Meer nach Syrien führten. Auch die historische Seidenstraße führte hier entlang. Die Altstadt Mardins ist ein undurchdringliches Gewirr vieler kleiner Straßen. Die Straßen sind so eng und häufig durch Treppen unterbrochen, dass man die meisten nur zu Fuß durchqueren kann. Eigentlich ist die ideale Reisezeit für Mardin Frühjahr oder Herbst. Wir waren im Sommer dort, wo sich tagsüber die Natursteingebäude aufheizen und es fast unmöglich machen, zu Fuß unterwegs zu sein. Wir sind deshalb immer früh aufgestanden und haben nachmittags zur heißesten Zeit des Tages Siesta im Hotel verbracht. Eigentlich kann man sagen, dass alle Seitenstraßen der großen Durchgangsstraße Basare sind. Wie bei Basaren üblich, sind sie nach den einzelnen Handwerksberufen aufgeteilt. So gibt es Basare für das Schuhhandwerk, Silber, Kupfer und viele andere Bereiche. Am besten ist es, sich einfach treiben zu lassen und diese Welt auf sich wirken zu lassen. Şimdi bakın tekrar kalalıyor. Yani 5 yıl, 10 yıl sonra yine kalay yapıyoruz. Sıhhatlidir, an sıhhatli bakımdır. Düşünüyorum nasıl geleceğim anlayayım. Seni atarım. Das alte Postgebäude von Mardin kann als Meisterwerk des berühmten Architekten Sarkis Lole angesehen werden. Ursprünglich als Wohnhaus der Familie Sartana gebaut, wurde es ab 1953 als Postamt genutzt. Nun diente es als Schule. Der Blick von der Terrasse auf die mesopotamische Tiefebene ist hier einmalig. Wir beschließen den ersten Tag in Mardin mit dem Rauchen einer Wasserpfeife.
Die große Moschee steht mitten im Herzen der Altstadt von Mardin. Ihr Minarett ist das islamische Symbol der Altstadt von Mardin und darf bei einem Spaziergang durch die Seitenstraßen nicht übersehen werden. Obwohl das genaue Gründungsdatum nicht bekannt ist, zeigen zahlreiche historische Inschriften, dass es wahrscheinlich im 11. Jahrhundert von den Seldschuken gegründet wurde. Er hat uns zu uns gerufen. In Südostanatolien wird ein sehr spezieller Kaffee getrunken, der Mirra-Kahve. Das Wort Mirra kommt wohl aus dem Arabischen und bedeutet genau das, wofür der Kaffee steht. Er schmeckt bitter und schwer. Man trinkt ihn üblicherweise in kleinen Gläsern ohne Henkel. Dabei verleiht das Gewürz Kardamom diesem Getränk sein spezielles Aroma. Mirra-Kahve wird sehr lange gekocht und verlangt etwas Erfahrung in der Zubereitung. Die Zincirli Medresesi, auch bekannt als Sultan Isa Universität, ist eine der schönsten historischen Sehenswürdigkeiten in der Altstadt von Mardin. Sie wurde im Jahr 1385 vom letzten Sultan aus der Artukiden-Dynastie erbaut. Die Grundprinzipien des ursprünglichen architektonischen Stils von Mardin wurden in dieser Zeit geprägt. Das Gebäude erstreckt sich über eine rechteckige und große Fläche im unteren Teil der Burg von Mardin. Es besteht aus einem zweistöckigen Innenhof, einer Moschee, einem Grabmal und verschiedenen zusätzlichen Räumen. Eine Besonderheit der Universität sind die beiden großen Kuppeln. Sie befinden sich an der Ost- und Westseite des Gebäudes. Schaut man von Süden aus, so befindet sich die Moschee unter der geschlitzten Kuppel im Westen und das Grabmal unter der geschlitzten Kuppel im Osten. Die chaldäische Kirche Mar Hermes wurde 397 nach Christus erbaut und steht recht unscheinbar an der großen Hauptstraße, die quer durch Mardin führt. Nur ein kleines Schild am Eingang sowie ein Kunstwerk vor der Kirche, das irgendwie an das Ei des Kolumbus erinnert, weist darauf hin.
Die im Namen von Mor Benham und seiner Schwester Saro erbauten Kirkla-Kirche wurde nach frühchristlichen Legenden benannt und stammt aus der Mitte des 6. Jahrhunderts. Abi isterseniz minareye doğru yürüyün. Şimdi de çekebiliyorsunuz. Köprünün başında Merdon pusu kurarlar. Seni ararlar Merdo Merdo, izin sorarlar. Seni kırarlar. Köprünün başında Merdon pusu kurarlar. Seni ararlar Merdo Merdo, izin sorarlar. Seni kırarlar. Gelme demedim mi Merdo, dönme demedim mi? Vururlar seni. Wenn Sie Geschmack an der Osttürkei gefunden haben, dann begleiten Sie uns doch in der nächsten Folge weiter. Wir machen uns auf den Weg nach Diyarbakır am Fluss Tigris, ca. 90 Kilometer nordwestlich von Mardin.